Eine abenteuerliche Rundreise. Marie ist 21 Jahre alt und hat gerade ihre Ausbildung als Fotografin abgeschlossen. Sie möchte eine Rundreise durch Süddeutschland machen, um neue Motive zu finden. Ihr bester Freund Tim schließt sich an. Er sagt: „Lass uns Abenteuer erleben. Wir können im Auto schlafen oder zelten." Marie ist begeistert. Eine perfekte Mischung aus Reisen und Fotografieren. Die beiden planen ihre Route: München, Garmisch-Partenkirchen, Bodensee, Schwarzwald. Sie kaufen eine Straßenkarte, obwohl sie auch ein Navigationssystem nutzen. Marie packt ihre Kamera, mehrere Objektive und Notizbücher ein. Tim kümmert sich um ein kleines Zelt und einen Gaskocher. Sie haben ein altes Auto, das sie Blauer Blitz nennen. Marie und Tim starten in München, weil Marie dort wohnt. Am Morgen kaufen sie noch Proviant: Wasser, Snacks und ein paar Konservendosen. Dann steigen sie in den Blauen Blitz und fahren los. Das Wetter ist warm, die Stimmung ist fröhlich. Marie macht gleich die ersten Fotos von den Straßen, den alten Gebäuden und Tim beim Autofahren. Nach einer 2-stündigen Fahrt kommen sie in Garmisch-Partenkirchen an. Die Berge sind beeindruckend, besonders die Zugspitze. Tim schlägt vor: „Lass uns eine kleine Wanderung machen." Marie ist einverstanden, solange sie Zeit zum Fotografieren hat. Sie laufen zum Eibsee, einem smaragdgrünen Bergsee. Marie staunt über das klare Wasser und drückt ständig auf den Auslöser. Am Abend suchen sie einen Campingplatz. Sie finden einen Platz am Waldrand. Tim baut das Zelt auf, während Marie das Abendessen vorbereitet. Es gibt Spaghetti mit Tomatensauce vom Gaskocher. Abends sitzen sie noch eine Weile vor dem Zelt und schauen in die Sterne. Marie schreibt in ihr Tagebuch: „Dieser Tag war magisch. Berge, Seen und gute Laune." Am nächsten Morgen regnet es plötzlich heftig. Das Zelt ist nass und die Laune sinkt. Tim sagt: „Vielleicht fahren wir gleich weiter Richtung Bodensee. Dort ist das Wetter angeblich besser." Marie stimmt zu. Sie packen alles rasch ein und fahren los. Unterwegs merken sie, dass die Straßen rutschig sind. Doch mit Vorsicht kommen sie sicher voran. Am Nachmittag erreichen sie den Bodensee. Die Sonne scheint wieder, die Luft ist frisch. Sie finden einen Platz in der Nähe von Friedrichshafen. Marie fotografiert die Boote und Segelschiffe. Tim spaziert entlang der Uferpromenade. Später setzen sie sich in ein Café und probieren ein Stück Käsekuchen. „Herrlich", sagt Marie. „Das ist richtiges Urlaubsfeeling." Am Campingplatz lernen sie Sophie und Max kennen, ein Paar aus Berlin. Die 4 verstehen sich gut und grillen abends zusammen. Sophie erzählt von ihren Reisen durch Skandinavien. Max schwärmt von Italien. Marie und Tim tauschen Reiseerfahrungen aus und erhalten Tipps für den Schwarzwald. Es wird ein langer Abend mit viel Gelächter. Sophie und Max laden Marie und Tim zu einer Bootsfahrt ein, weil sie ein kleines Schlauchboot dabei haben. Sie rudern ein Stück über den Bodensee. Marie macht fantastische Fotos vom Ufer, von den Schwänen und vom weiten Horizont. Sie fühlt sich frei und glücklich. Tim sagt: „Wir sollten öfter so etwas machen." Nach 2 Tagen am Bodensee verabschieden sie sich von Sophie und Max. Weiter geht es in den Schwarzwald. Marie möchte die berühmten Schwarzwälder Kuckucksuhren sehen. Tim freut sich auf dichte Wälder und kurvige Straßen. Unterwegs hören sie Musik und singen laut mit. Die Landschaft wird hügelig, die Bäume dichter. Sie halten in einem kleinen Dorf namens Triberg. Dort gibt es einen Wasserfall und viele Geschäfte mit Kuckucksuhren. Marie kauft Postkarten für ihre Familie. Tim probiert eine Schwarzwälder Kirschtorte. „So viel Sahne", lacht er. Marie entdeckt eine alte Holzhütte, die sie als Motiv für ihre Fotoreihe nutzt. Sie liebt die Kontraste zwischen Tradition und Natur. Tim will eine Wanderung zu den Triberger Wasserfällen machen.
Marie ist begeistert, doch nach einer halben Stunde kommen sie an eine gesperrte Brücke. »Warum ist sie gesperrt?« fragt Tim. Ein Schild weist auf Reparaturen hin. Sie müssen einen Umweg machen, der sie über steile Pfade führt. Marie stolpert einmal, verletzt sich aber nur leicht am Knie. Trotzdem schafft sie es weiter und sagt, Abenteuer gehört eben dazu. Am Wasserfall angekommen, sind sie beeindruckt von der Naturgewalt des Wassers. Marie steigt nah ran, um bessere Fotos zu machen. Dabei wird sie richtig nass gespritzt. Tim lacht, »Jetzt hast du eine Gratisdusche bekommen.« Auch andere Touristen sind dort und sie kommen kurz ins Gespräch. Es ist ein harmonisches Miteinander, wie man es oft beim Reisen erlebt. Abends kehren sie in ein traditionelles Wirtshaus ein. Zufällig findet dort ein Volksmusikabend statt. Die Leute tanzen, trinken Bier und singen mit. Marie und Tim beschließen mitzumachen. »Ich kann zwar nicht gut tanzen, aber das ist mir egal«, grinst Tim. Sie haben großen Spaß, auch wenn sie kaum einen Schritt richtig setzen. Am nächsten Tag fühlen sie sich erschöpft. Sie beschließen, eine Pause einzulegen. Sie finden einen ruhigen Stellplatz am Waldrand, wo sie einfach ausruhen, lesen und Tee kochen. Marie arbeitet an ihren Fotos. Sie stellt fest, dass sie eine Menge gelungenes Bildmaterial hat. Tim genießt die Stille und sagt, manchmal braucht man nichts außer Natur. Leider zieht erneut Regen auf. Das Zelt wird wieder klitschnass. Diesmal kaufen sie sich im nächsten Ort eine Plastikplane, um das Zelt besser zu schützen. Die Nacht ist stürmisch, aber das Dach hält dicht. Marie flüstert, hoffentlich bleibt morgen alles trocken. Tim brummt etwas im Halbschlaf. Es ist unbequem, doch sie arrangieren sich. Am nächsten Morgen strahlt die Sonne wieder. Sie sammeln ihre Sachen ein, trocknen das Zelt in der Morgensonne und machen sich dann auf den Rückweg nach München. Der Schwarzwald hat sie verzaubert, aber sie müssen bald wieder in den Alltag zurückkehren. Schade, dass die Zeit so schnell vergeht, meint Marie. Auf der Autobahn haben sie plötzlich einen platten Reifen. Tim steuert den Wagen an den Straßenrand. Zum Glück hat er ein Ersatzrad dabei. Marie hilft ihm, den Reifen zu wechseln. Das dauert eine Weile, aber beide behalten die Ruhe. Dann fahren sie weiter. »Diese Reise ist wirklich voller Überraschungen«, sagt Tim kopfschüttelnd. Nach einigen Stunden erreichen sie wieder München. Marie parkt den blauen Blitz vor ihrer Wohnung. Sie ist ein bisschen traurig, dass das Abenteuer vorbei ist. Tim dagegen freut sich auf eine richtige Dusche und ein bequemes Bett. Zelt ist schön, aber mein Rücken freut sich auf eine Matratze, witzelt er. Später am Abend schauen sie Maries Fotos an. Viele Landschaftsaufnahmen, witzige Schnappschüsse und stimmungsvolle Bilder erinnern an ihre Rundreise. Beide sind stolz, so eine Tour gewagt zu haben. Marie sagt, diese Erfahrung hat mich inspiriert. Vielleicht plane ich demnächst eine Fotoreise ins Ausland. Tim nickt. Ich bin dabei, wo auch immer es hingeht.